Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, in dem ich euch den Menüpunkt Workflows erkläre und die dort hinterlegten Funktionen, und zwar die Workflow-Übersicht, den Workflow-Designer, die Workflow-Einstellungen. Das sind eigentlich die drei zentralen Tools und natürlich das Workflow-spezifische Reporting, das dazu gehört. Ihr seht hier in der Workflow-Übersicht, das ist übrigens typischerweise auch der Startbildschirm, den ihr seht, wenn ihr Connect aufruft, dass die enthaltenen Workflows in sogenannten Gruppen organisiert sind. Die Gruppen könnt ihr hier ein- und ausklappen. Ihr könnt die Gruppen, wenn ihr das wollt, entsprechend auch einfach per Drag and Drop verschieben. Ja, ganz normal. Und ihr könnt die Gruppe unterscheiden von dem eigentlichen Workflow, indem ihr hier hinten schaut. Die Gruppe hat nur einen Stift. Ich kann also hier nur den Gruppennamen ändern, wenn ich das möchte, während der Workflow eben auch die Verlinkung zum Workflow Designer in die Einstellungen, in die Konfigurationseinstellungen und ins Reporting hinein hat. Aber sowohl Gruppen können beliebig tief hierarchisch verschachtelt werden, als auch Workflows. Auch Workflows können Kind-Workflows etc. haben. Wichtig dabei zu bedenken ist, dass hier in der Workflow-Übersicht die Verschachtelung eine rein grafische Darstellung ist. Das heißt, die Verschachtelung hat keine funktionalen Auswirkungen. Das kann ich im Workflow-Designer umsetzen. Hier dient die Verschachtelung wirklich dazu, den Überblick zu behalten, hierarchische Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Workflows auch entsprechend zu visualisieren. Ihr habt hier oben noch kleine Hilfsmittel, zum Beispiel alle Workflows schließen. Ja, dann schließt ihr, wenn ihr jetzt sehr, sehr viele Workflows geöffnet habt, schließt ihr alle und ihr könnt auch alle gleichzeitig öffnen, wenn ihr sagt, ihr wollt mal eine Komplettübersicht über alle Workflows haben. Das ist manchmal durchaus hilfreich. Was ihr hier nicht machen könnt, ist neue Workflow-Gruppen oder neue Workflows anlegen oder Änderungen dauerhaft speichern. Das liegt einfach daran, dass das Central-Projekt ein Standardprojekt ist, das in die kundenspezifische Instanz hinein vererbt wird. Das kann ich euch aber trotzdem zeigen, und zwar hier im Default-Projekt. Das Default-Projekt ist ja immer das Projekt, in der Kundeninstanz auch Änderungen gemacht werden können. Und ihr seht, dass es hier oben dann die Möglichkeit gibt, neben den schon bekannten einem Aktionsbuttons auch einen neuen Workflow zu erstellen, eine neue Workflow-Gruppe zu erstellen und auch Workflows zu importieren. Wie man einen neuen Workflow erstellt etc., das zeige ich in einem weiteren Video. Eine neue Workflow-Gruppe erstellen ist sehr selbsterklärend. Ihr gebt hier einen beliebigen Namen ein, speichert entsprechend und dann wird euch hier die Gruppe angezeigt und ihr könnt dann entsprechend die Elemente untereinander verschachteln. Ihr könnt natürlich auch hier über dieses 3-Punkte-Menü hier hinten die Gruppe entsprechend wieder löschen. Es kommt eine Sicherheitsabfrage, dass ihr es nicht aus Versehen macht und dann wird die entsprechende Gruppe wieder entfernt. Gleiches gilt natürlich auch für eure Workflows. Seid da aber gerne vorsichtig. Dann habt ihr, wie gesagt, hier die Möglichkeit, Workflows von extern zu importieren und auch bestehende Workflows zu exportieren. Das ist sehr sinnvoll, wenn ich etwas gebaut habe für Kunde A und ich möchte den gleichen Workflow für Kunde B beispielsweise einsetzen, dann bietet sich das natürlich entsprechend an. Auch dazu gibt es aber im Rahmen von Customizings nochmal eine genaue Anleitung, wie das im Detail funktioniert. Gut, soweit die Workflow-Übersicht. Machen wir weiter. Und zwar mit dem Workflow Designer. Ich gehe mal zurück hier in unser Central-Projekt und öffne einen beliebigen Workflow, zum Beispiel den Sales Order Single. Das ist also der Workflow, der eine vorbereitete, eine normalisierte Bestellung, eine Order aus der Connect-Datenstruktur zu Central importiert. Und wenn ich diesen Workflow im Workflow Designer öffnen möchte, dann nutze ich hier dieses Pinsel-Symbol. Das gilt übrigens bei Connect immer. Der Pinsel öffnet die Editoren und der Bleistift öffnet immer die Konfigurationseinstellungen. Ich klicke also auf den Pinsel und jetzt lädt der Workflow in diese Ansicht. Das baut sich auf, dauert einen kleinen Moment. Und ihr seht dann, wenn das vollständig geladen ist, dass der Workflow in der Ansicht, genau, jetzt hat er das auch, das ist ein relativ langer Workflow, einem Flowchart entspricht. Ja, das heißt, ihr habt hier verschiedene Komponenten, das sind diese Kuller und die Daten laufen im Endeffekt von oben nach unten durch diesen Prozess und jede dieser Komponenten kann ich entsprechend konfigurieren,
indem ich die Komponente anklicke und dann hier rechts in diesem Menü hier die zur Verfügung stehenden Menüpunkte konfiguriere. Wie genau das funktioniert und welche Komponenten es gibt etc. zeigen wir in einer anderen Videoreihe, wo wir anhand von konkreten Beispielen ein Projekt tatsächlich aufbauen, Workflows erstellen etc. Schaut euch das gerne an. Zur Übersicht, was ihr wo findet. Wie gesagt, hier in der Mitte der Workflow. Den kann ich übrigens hier unten auch größer und kleiner machen, wenn ich das möchte. Ich kann den auch entsprechend wieder zentrieren. Also wenn ich mich jetzt irgendwie hier den zufällig aus dem Bild gescrollt habe, kann ich mir den entsprechend hierüber zurückholen. Dann habt ihr hier oben links in der Ecke die Komponentenbibliothek, wo die einzelnen Komponenten sortiert in verschiedene Kategorien aufgelistet sind und dann kann ich von hier einfach per Drag and Drop Komponenten in meinen Workflow ziehen und damit meinen Workflow bearbeiten. Könnt ihr die Komponenten entsprechend auch durchsuchen und er filtert dann sozusagen und zeigt euch hier auch immer an, wie viele entsprechende Komponenten in der Bibliothek gefunden wurden. Und das zweite, was ihr hier oben habt, ist die Reporting-Ansicht. Damit könnt ihr direkt das Reporting dieses Workflows ausklappen und dann entsprechend hier auch im Detail hineinschauen. Das können wir uns aber noch im Detail in der Reporting-Ansicht anschauen. Gut, das also ganz kurz als Übersicht zum Workflow Designer. Ihr seht, wie gesagt, alles No-Code basiert. Im Endeffekt technisch repräsentiert jede dieser Komponenten eine unterschiedliche PHP-Funktionalität im Endeffekt. Das heißt, im Hintergrund generieren wir hieraus PHP-Code, der dann serverseitig ausgeführt wird. Aber um eben die Erstellung deutlich zu vereinfachen und zu beschleunigen, haben wir dieses komponentenbasierte System eingeführt, sodass ich auch in der Lage bin, beispielsweise Workflows, Customizings und so weiter zu erstellen, wenn ich kein PHP-Programmierer bin. Ich verwerfe die Änderungen und gehe zurück in die Übersicht und zeige als nächstes, nachdem wir den Workflow Designer angeschaut haben, kurz die Workflow-Einstellung, also die Konfigurationseinstellungen. Wir gehen mal hier in den gleichen Prozess, also in den Sales Order Single und diesmal klicke ich hier auf den Stift. Und der Stift führt uns also zu den Grundeinstellungen dieses Workflows. Das ist ziemlich überschaubar. Der Workflow hat einen Namen, der Workflow hat optional einen Beschreibungstext und dann kann ich hier den Workflow aktiv und inaktiv schalten. Und hier bitte darauf achten, dass ein Workflow wirklich auch nur ausgeführt wird, wenn dieser aktiv ist. Ja? Wenn der Workflow inaktiv ist, dann triggert der Workflow nicht etc. Das heißt, der Workflow wird wirklich nicht ausgeführt. Achtet also darauf, ob der Workflow entsprechend aktiv ist. Ihr könnt dann einen Workflow einem bestimmten Projekt zuordnen. Das macht an dieser Stelle wenig Sinn, aber bei Customizings beispielsweise macht das durchaus Sinn, wenn ihr ein Customizing baut, aber ihr wollt es nur für einen bestimmten Sales Channel zum Beispiel anwenden. Dann könnt ihr das entsprechend hierüber eingrenzen. Und jeder Workflow muss auf einer Queue liegen. Ja, infrastrukturell arbeiten wir ja mit einem Queue-System. Das heißt, jeder auszuführende Job wird auf eine Queue gepackt und dann stapelbasiert sozusagen abgearbeitet. Und ihr seht, dass wir im Grunde beliebig viele Queues haben können und diese Queues auch nutzen, um zum einen Abarbeitung zu priorisieren über unterschiedliche Anzahl von Queue-Workern auf den Queues und zum anderen auch einfach zu strukturieren und so ein bisschen Error-Management zu betreiben. Sprich, wenn zum Beispiel es theoretisch mal bei einem Produktexport einen Fehler geben sollte, sollte es nicht auf der Order-Queue liegen, damit dann dadurch keine Orders mehr abgeholt werden können. Ja? Deswegen die Möglichkeit, hier Workflows auf unterschiedliche Queues aufzuteilen. Aber ganz wichtig, es muss eine Queue ausgewählt werden, sonst kann der Workflow nicht ausgeführt werden. Also, das sind die Einstellungen. Schaut euch das gerne selbst an. So komplex ist es da nicht. Und dann kommen wir zum letzten Punkt dieser Übersicht, den ich euch in diesem Video gerne zeigen möchte, und das ist hier das Reporting. Das heißt, ich hatte jetzt hier den Pinsel, den Bleistift schon gezeigt und jetzt klicken wir nochmal hier auf das Lupensymbol und auch das ist in Connect immer gleich. Die Lupe führt immer zum entsprechenden Reporting des jeweiligen Prozesses oder der jeweiligen Funktion, in der ich mich gerade befinde. Und wenn ihr auf das Reporting klickt, dann kommt ihr in dieser Reporting-Übersicht an. Und ihr seht hier
immer pro Zeile eine Ausführung des jeweiligen Workflows. Ja, je nachdem, was das für ein Workflow ist, macht er halt ganz unterschiedliche Sachen, aber eine Zeile ist immer eine Ausführung. Ihr seht den Status, also ist der Workflow erfolgreich durchgelaufen oder gab es beispielsweise einen Fehler. Ihr seht, wie lange der Workflow gelaufen ist und wann er gestartet und wann er geendet ist. Und ihr habt hier vorne eine Spalte, die wir Content Identifier nehmen. Und das ist im Endeffekt ein beliebiger Inhalt, den ihr im Workflow über eine entsprechende Komponente setzen könnt. Und wir nutzen das beispielsweise, um einfach hier eine aussagekräftige Meldung im Reporting zu haben, was denn jetzt eigentlich passiert ist. Ja, beispielsweise, wie viele Elemente verarbeitet wurden, in welchem Status eines Prozesses man sich gerade befindet und so weiter. Und zusätzlich hättet ihr hier auch noch diesen Case Identifier. Das ist eigentlich sehr ähnlich, nur dass der Case Identifier typischerweise ein eindeutiges Merkmal enthält, um den jeweils verarbeiteten Datensatz zu identifizieren, also eine Artikelnummer, eine ID oder sowas, während der Content Identifier eher deskriptiv ist, also eher eine Kurzbeschreibung des jeweiligen Zustands enthalten soll, in dem dieser Log-Eintrag geschrieben wurde. Gut, ihr könnt jetzt diese Einträge hier oben sehr schnell und einfach per CSV exportieren. Ihr könnt sie durchsuchen. Ihr könnt sie auch entsprechend filtern, zum Beispiel nach Status und sagen, ich möchte nur die Einträge, die erfolgreich beendet wurden, sehen. Das ist also kein Problem. Und dann seht ihr auch, kriegt ihr hier nur Einträge mit Status grün angezeigt. Und umgekehrt, wenn ihr sagt, nein, ich möchte nicht erfolgreich beendet, ich möchte nur die fehlerhaften angezeigt bekommen, geht es natürlich auch. Und dann bekommt ihr hier nur die mit Status rot angezeigt. Und was ihr hier auch machen könnt, das ist hier im Aktionsmenü. Ihr könnt einmal in das Reporting reinspringen, also tiefer reingehen, wirklich schauen, was ist in dem einzelnen Workflow passiert. Ich mache noch ein Video, wo es hier wirklich nochmal im Detail um das Reporting geht und darum, wo ich welche Informationen finde. Und ihr könnt über diesen File-Button einen Workflow requeuen, also erneut auf die Queue legen und damit erneut ausführen. Typisches Anwendungsbeispiel, ihr führt einen Prozess durch, der Prozess failed, er hat also einen Status fehlerhaft, so wie hier. Dann ändert ihr irgendwas an dem Prozess, korrigiert etwas und wollt ihn nochmal ausführen, dann könnt ihr das über diesen Button direkt machen. Klick und er wird direkt auf die Queue gelegt und erneut ausgeführt. Gut, das in aller Kürze zur Übersicht im Bereich Workflows. Ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen. Die Workflow-Übersicht ist im Endeffekt der Startbildschirm. Ihr könnt die Workflow-Übersicht nutzen, um eure Workflows hierarchisch zu organisieren, durch Verschachtelung und mit Hilfe von Gruppenelementen. Und dann könnt ihr in den Workflows in den Workflow Designer einspringen, in die Workflow Konfiguration einspringen oder in das Reporting einspringen und habt damit eigentlich die Kernelemente zusammen. Und ihr könnt je nach Berechtigung Workflows exportieren oder auch importieren und dementsprechend Workflows auch zwischen Projekten mehrfach benutzen etc. Probiert das soweit gerne aus. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne.